But now I got to go in and save them. The thing that concerns me most is not the demilitarization part of it, but it's the denazization part of it. And the reason that concerns me is because whenever Vladimir Putin or anybody in the Kremlin talks about how Kiev is run by Nazis, he's talking about the government. He's not just talking about the Donbass. He's not just talking about trying to help these make-believe countries that he helped create. CNN, denn der Krieg in Europa hat begonnen. Russland hat die Ukraine angegriffen. Und hier spricht man darüber, dass Wladimir Putin jetzt nicht nur die beiden Gebiete, die er für unabhängig erklärt hat, im Interesse hat, sondern natürlich auch die anderen Gebiete. Und der russische Präsident Wladimir Putin hat bereits die Militäroperationen in Donbass gestartet. Wow. What were you thinking when you heard that? What I was thinking was there have been so many places that I've served overseas that are close to Russia where things like this have happened. And a lot of times, right after a huge, massive force that is certainly larger than anything that the country that is being attacked can respond to, which is the situation that Ukraine finds itself in. Sometimes the only thing that's left die jetzt is for gegen the die emergency Ukraine personnel laufen. to hit the air siren button. It's almost an act of, I'm not going to say it's an act of surrender, and they're doing their jobs, they're trying to help protect civilians. Und man kann gar nicht mehr darüber sprechen hier, dass es darum geht, die Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen. Thank you. We appreciate it, Steve. Stick around. You stick around as well. Do we have a picture of? We have a live picture of what's happening. Und es gibt hier sehr viele Bilder und hier werden Live-Bilder gezeigt auf CNN in der Ukraine. Das ist gerade was in der Ukraine passiert. In Kiew sieht man hier einige Detonationen. Man hört hier bereits die ersten Explosionen. Und es gibt definitiv bereits die ersten Angriffe auf die Ukraine, auf Kiew. Belarus, at least we see military forces crossing the border from Belarus. Und auch aus Belarus sieht man bereits die ersten Militärfahrzeuge, die die Grenze überqueren. Und hier sieht man Live-Bilder aus der Ukraine, aus Kiew. So berichtet unser Partner-Channel CNN. Do you explain something this crazy? All right, we are covering this from all angles. We've got CNN's Fred Pleiken. He's in Russia's Belgorod region. Und der Reporter Pleiken ist auch natürlich vor Ort. Einige CNN-Reporter, die live vor Ort berichten. Kevin Liptak in Washington. Und Kevin Liptak in Washington. Let's start first of all with you, Kevin. I want to hear what Washington is saying about this and what they will say going forward. Well, we've just heard that President Biden has spoken to Und wir President starten mit den Zelensky. They Berichten got on the aus phone Washington. just before midnight Washington time. The president calling him about 90 minutes after we first heard those explosions in Kiev. Und man hat hier die ersten Explosionen bereits in Kiew gehört. And the President Biden saying that President Zelensky asked him to call on the leaders of the world. Und Präsident Biden hat versucht, eben auch mit Präsident Zelensky zu sprechen. Und es gibt eine Welle von Reaktionen, die hier jetzt natürlich ausgelöst wurde. Washington time. That is where the leaders we expect will discuss potential sanctions that they will impose on Moscow for what it's doing tonight. Die Führungskräfte diverser Staaten, die starten natürlich jetzt die ersten Sanktionen, starke Sanktionen gegen Russland. That the U.S. plans to impose. And we're hearing tonight from officials that this is going to be the full package. These are the swift and severe sanctions that the president has been promising for some time. We expect that Ja, to und include export Präsident controls, Biden hat die ersten Sanktionen natürlich bereits auch gestern angekündigt und heute eben auch nochmal hier Stellung bezogen und auf die ersten Explosionen in Kiew reagiert. And so this has been what the president has been warning about really for months.
Und Präsident Joe Biden hat bereits Monate davor gewarnt, dass wenn Russland hier eskaliert, dann wird auch Präsident Joe Biden natürlich alles in die Wege leiten, um hier darauf zu reagieren. Und was man natürlich wissen sollte, ist, dass Präsident Joe Biden natürlich alles versucht hat, hier auf diplomatischer Ebene einzulenken. Und man betet hier natürlich für die Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine. Und wir schalten zu Fred Bleiken. Auch Fred Bleiken berichtet natürlich von CNN. Hi there, Michael. Well, the Belgorod region is, of course, right across from the border from Kharkiv, which apparently was one of the main targets of some of the fire that's been coming from here, from the Russian side. Of course, Kiev also as well. And what we witnessed when this operation started, right around the time when we just saw massive chants there, started hearing those impacts in Kiev, is that we started hearing a lot of outgoing fire coming here from Belgorod. We've been reporting about it over the past couple of weeks, that the Russians have been amassing forces here, which saw a lot of armor pour into the region, but apparently also amassing artillery here and also some longer distance rockets as well. One of our producers, Uljana Pavlova, she actually saw some of those rocket salvos. Und auch diese ersten großen Raketen, die Langstreckenraketen, wurden bereits gesichtet, die hier bereits in die Ukraine gebracht haben. Und Russland hat hier einiges an Waffen bereits in die Ukraine transportiert und sind sehr gefährliche Waffen, die hier bereits in die Ukraine gebracht wurden. Und es ist auch klar geworden über die Nacht, dass es jetzt nicht mehr um die beiden Regionen geht, sondern definitiv um einen groß angelegten Angriff auf die Ukraine. Und das ist natürlich in der Luft gehangen, wie es weitergeht, ob Wladimir Putin jetzt auch tatsächlich ganz Ukraine angreifen wird oder nicht. About the possibility of that happening, and he laughed it off. He said, "Do you really believe?" Und auch Lukaschenko hat bereits darüber gesprochen, dass Russland in die Ukraine possible ground invasions. We don't have confirmation yet about where Russian forces may have also ihre Invasionen fortsetzen wird. From having been in this region, really having gone down from the south near Donetsk all the way up to here to north of Ukraine to Belgorod. We did see some encampments that we saw that appeared to be Russian special forces, which would no doubt be the first ones that would go on. Und man hat hier bereits an der Grenze gesehen, vom Süden bis rauf nach Belgorod, die ersten Maßnahmen, die getroffen wurden, damit es zu einer leichteren Invasion der Russen kommen wird. Auf jeden Fall gibt es sehr heftige Auseinandersetzungen bereits in der Ukraine. Und auch Nick Payton berichtet aus Odessa, aus der Ukraine. Und dort gibt es natürlich einen sehr wichtigen Hafen. Circa um 5 Uhr früh heute Morgen hat es Explosionen gegeben und das ist die drittgrößte Stadt in der Ukraine, Odessa. Wir wissen nicht genau, woher die Explosionen, die Geräusche gekommen sind. Und etwas später hat es auch 2 weitere Angriffe gegeben. Man weiß nicht genau, woher sie gekommen sind.
clear evidence we're talking about a countrywide event here. The fact we're hearing explosions in this Man spricht auf jeden Fall hier, dass es nicht nur um einzelne Gebiete geht hier bei den Angriffen, sondern um einen über die ganze Ukraine ausgebreiteten Angriff. And the fact we wake up to hear of a multiple-pronged move into the country, Vladimir Putin telling anybody who might think they want to interfere that they would risk getting consequences that they've not seen before in their history. It is just utterly startling that this war that's been so covert for 8 years. Ja, und es ist wirklich offensichtlich und liegt dann auf der Hand, dass der Krieg in der Ukraine begonnen hat. They appear to have forces on Ukraine's borders that could do terrifying things inside this country in the days ahead. Und auf jeden Fall wurden bereits die ersten Maßnahmen gesetzt an den Grenzen zur Ukraine, die wirklich hier Erschreckendes ausrichten könnten. Und man spürt bereits die Gewalt aus Moskau gegen die Ukraine. Again, I also just wanted, before I go to Jill Doherty in Moscow, say that the Ukrainian armed forces are claiming to have shot down 5 Russian aircraft and an attack helicopter. So that's from the Ukrainian armed forces. We'll get more information on that. Und über die Angriffe auf die Helikopter und auf die Luftwaffe werden wir auch weiterhin berichten und Informationen bekommen, so berichtet CNN. You know, Michael, if you look at what he said in this speech tonight, und hier meldet man sich auch aus Moskau. Und es geht um die Leute in Donbass, die man verteidigen müsste bzw. schützen müsste, hat Wladimir Putin Stellung genommen. Und er spricht über Nazis und dass man eben die Ukraine denazifizieren müsste. Er möchte und Wladimir Putin spricht sich aus und sagt, legt eure Waffen nieder und geht nach Hause. And again, the tone that he speaks in is really und very much like this. Now a few Wladimir Putin spricht in einer Art und Weise, die sehr dominierend ist und sehr bewusst. Russia, not just the people in Donbass. He says you will have such consequences that you have never experienced in your history. Er dürfte sich hier geäußert haben, dass es nicht nur um Donbass geht, sondern um alle Menschen, dass es Auswirkungen haben könnte, die noch niemand gesehen hat. Eine sehr emotionale und sehr ja, eine sehr emotionale Rede von Wladimir Putin wurde berichtet. Soweit die Neuigkeiten aus Moskau. What sense are you getting from Ukrainians here? How they're preparing for this? Und aus Lviv wird jetzt auch berichtet. Well, we do know that in the days leading up to this, the government had put out public brochures telling people what to do in the event of an emergency. Und hier berichtet man, dass die Regierung bereits Informationsbroschüren herausgebracht hat, was die Bürgerinnen und Bürger unternehmen sollten im Falle eines Angriffes der Russlands auf die Ukraine. Und die Frage ist natürlich, wie ernst tatsächlich die Bevölkerung diese Anordnungen nimmt. Viele von ihnen haben ja Tage zuvor wirklich nicht glauben können, dass es so weit kommen wird.
Es ist wirklich ein Ausnahmezustand. Und jeder versucht hier so normal wie möglich weiterzuleben, aber keiner weiß, wie es weitergehen wird. Und wir schalten wieder zu Fred Pleiken. The remarkable thing, Fred, is that despite what Russia has said all the way along until this day, they are placed in multiple positions around the country, and it would appear from reports that they're operating, they're moving from multiple positions. What is your sense of the aim? Ja, und hier wird ihm die Frage gestellt, denn die Militärfahrzeuge, die wurden an diversen unterschiedlichen Stationen bereits hier positioniert. Und die Frage ist, wenn sie jetzt weiter vorziehen, was denn hier der nächste Schritt sein könnte. Around 150,000 was, I think, the number that the United States used. So what I've actually done, Michael, in the past 20 bereits von 150,000 from the south and Donetsk all the way along the line to those two separatist republics that, of course, now been recognized by Vladimir Putin, all the way up here to Belgorod. So pretty much the entire border that Russia has with those separatist republics, which is, of course, Ukrainian territory. Und wir sprechen hier bereits über die gesamte Grenze, die Russland zur Ukraine hat, die es nun betreffen könnte. Und man sieht hier die ganze Artillerie und man sieht hier die Raketen, die hier ins Land gebracht wurden und bereits hier an der Grenze positioniert wurden. Russische Helikopter und russische Militärfahrzeuge und wirklich eine ganz große Armee, die man hier jetzt bereits an der Grenze aufgestellt hat. Aber das wirklich Beunruhigende an der ganzen Situation, so sehen es auch die großen Nationen, ist, dass der schnellste Weg nach Kiew durch die Belarus ist, und das befürchten die Staatsoberhäupter der anderen Länder. Und da wäre natürlich das Leben vieler Menschen gefährdet. Fred Pleiken, Nick Payton-Walsh, Jill Doherty, Atika Schubert, Kevin Liptak, our thanks to all of you. We will be checking back with you shortly. Now, meanwhile, stay with us here on CNN. We have much more ahead on the major breaking news. Russia's attack on Ukraine die Breaking News. And the world's response. We'll be right back.